Meditieren ist doch Quatsch, oder? Vielleicht hast du das schon mehr als einmal gedacht. Wie ich zum Meditieren stehe, hast du vielleicht schon auf diesem Kanal entdeckt. Was hat es damit auf sich? Wozu ist es gut? Wie viel Zeit brauchst du dafür? Und welche Möglichkeiten und Arten gibt es? Meine erste Erfahrung mit Meditieren habe ich vor über 25 Jahren gemacht, als ich selbst Teilnehmerin in einem Seminar war mit dem Titel Meister Eckhart und Zen. War schon ein verrückter Titel und der Seminarleiter hat es aber irgendwie ganz toll rübergebracht. Was ich als meditierend Unerfahrene abartig fand: Wir haben stundenlang auf Meditationskissen sitzen und eine weiße Wand anstarren sollen. Mal ganz davon abgesehen, dass mir irgendwann die Knie, der Rücken und alles wehtat und ich nur noch gehofft habe, wann ist die nächste Pause? Ich hätte mich nie getraut, aufzustehen und rauszugehen. Soweit war ich damals einfach nicht. Wusste ich noch nicht so richtig, wozu das gut sein soll. Und vielleicht, wenn du erst Anfänger in diesem Metier bist, stellst du dir genau diese Frage: Wozu soll das eigentlich gut sein? Meine tiefste Überzeugung und die Überzeugung ganz vieler Menschen ist, dass jeder seinen ganz individuellen Weg in dieser Inkarnation zu gehen hat. Individueller Weg, weil die Seele, mit der wir inkarniert sind, eine bestimmte Vorstellung davon hat, was sie in diesem Leben lernen möchte. Wie jedoch willst du die Stimme deiner Seele hören, wahrnehmen, wenn du dauernd in diesem äußeren Gedankenkarussell bist? Permanent verarbeitest du Informationen, die aus dem Außen auf dich einströmen. Und jetzt in dieser besonderen Zeit besonders verrückt. Insofern dient nach meiner langjährigen Erfahrung mit dem Thema Meditieren das dazu, dieses Gedankenkarussell langsamer zu machen. Ganz verstummen lassen kannst du es wohl nicht, aber deutlich verlangsamen und stiller machen. Und während du meditierst, hast du so die Möglichkeit, Zugang zu dem wahren Wünschen, zu dem wahren Wollen deiner Seele zu gelangen. Also zu deinem höheren Selbst, zum Universum, zu Gott. Das schaffst du nicht, wenn du wie verrückt im Kreiseln und Machen und Tun bist. Das ist das, warum Meditieren aus meiner Sicht total gut ist, und zwar für jeden Menschen, der seinen Seelenweg bewusst gehen möchte. Statt also irgendjemanden im Außen zu fragen, was du tun sollst, was du am besten lassen sollst, ist das die beste Möglichkeit aus meiner Sicht, Botschaften von deiner Seele zum nächsten Schritt zu erhalten. Denn das ist maßgeschneidert für dich und keine allgemeine Weisheit, der du folgen kannst oder auch nicht kannst. Maßgeschneiderte Botschaften erhalten. Darum geht es. Und so kannst du auf leichte Weise zu innerem Frieden gelangen. Und innerer Frieden wirkt sich auf dein nahes und ferneres Umfeld positiv aus. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lange dauert denn Meditieren? Ich hatte ja zu Anfang gesagt, wir haben stundenlang auf Meditationskissen gesessen und irgendeine Wand angestarrt. Vergiss das einfach. Wenn du so ein Bewegungstyp bist wie ich, dann kannst du das erst recht vergessen. Du wirst wahnsinnig, wenn du das machen sollst. Also, im Grunde reicht es, Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Ich zum Beispiel mache das, indem ich mir vorstelle,
Meine Herzenssonne wandert zur Seelenfamilie nach oben, wandert dann zurück durch meinen Körper in die Erde, in die tiefsten Tiefen der Erde und kommt mit der Energie der Erde wieder hoch zu meinem Herzen, sodass eine senkrechte Linie aufgebaut ist, eine Achse, an die ich mich lehnen kann. Und schon beruhigen sich meine Gedanken. Das dauert wirklich wenige Minuten. Und dann kommen die Botschaften auch schon. Das war natürlich nicht immer so. Wie es funktionieren kann, am Ende des Videos verlinke ich eine geführte Meditation, wo du das einfach für dich mal ausprobieren kannst. Mit meiner Führung sozusagen und zeitgleich Anleitung, wie es für dich ganz allein in Eigenregie funktioniert. Das heißt, Übung macht den Meister. Lass uns als drittes noch darauf schauen, welche Möglichkeiten hast du denn zu meditieren? Welche Arten gibt es denn? Also diese ganz typische Meditationshaltung, egal ob auf Meditationsbänkchen oder Kissen, schauen in eine Kerze oder ähnliches, weißt du, kennst du, das ist allgemein bekannt. Ich persönlich halte eine Menge davon, das Ganze im Stehen zu machen, auch wegen dieser Achse von Himmel zu tiefsten Tiefen der Erde. Das sind kurze Meditationen. Oder wer energetisch sehr, also wer Bewegung braucht, wer ein Kinesthet ist, der macht es vielleicht gern im Gehen. Egal, ob du jetzt joggst oder nur spazieren gehst und am besten in der Natur, Wald und Wiesen, oder du bist an einem Fluss, einem Bach, einem See, wo du zwischendurch dich auch mal ausruhen und einfach nur deinen Blick über das Wasser schweifen lassen kannst. Auch das bringt einen schnell in einen meditativen Zustand. Und nicht zuletzt, und diese Botschaft an alle, die ja Hausarbeit lieben, so wie ich, Routinetätigkeiten, bügeln, Fenster putzen, Gemüse schnippeln oder whatever, Rasenmähen draußen. Auch das sind so gleichförmige Tätigkeiten, wo der Geist ruhen kann und wo du dich einfach nur so halb konzentrieren musst. Da kommen einem oft, das hast du vielleicht schon als Erfahrung gemacht, die besten Ideen. Auch das ist Meditieren. Also lass dir von niemandem sagen, dass es einer bestimmten Technik bedarf. Nein, was es braucht, ist aus meiner Sicht täglich, wirklich täglich, ein paar Minuten Zeit für dich, wo du in Meditation gehst. Und selbst wenn du kleine Kinder hast, 5 Minuten, 7 Minuten, kann sich jeder mal rausziehen aus dem Geschehen. Okay, so viel für heute. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei deinen ersten oder auch fortgeschrittenen Übungen in Sachen Meditation. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.